Ja, hallo, hier ist wieder der Bernhard und diesmal mit dem Review des YT GFC Comp 2. Ihr habt euch sicherlich schon gefragt, wann der Bericht endlich mal kommt, aber ich bin so oft nicht dazu gekommen, das Rad mal selber zu testen. Hier kommt also das Review. So, wir fangen mal an. Es geht gerade berghoch. Nehmen wir doch gleich das Thema. Wie klettert das GFC? Sehr gut. Dadurch, dass der Hinterbau sehr straff ist, hat man nicht das Gefühl, auf einer Gummikuh zu sitzen. Wobei verglichen zu dem VTT VPP-Hinterbau, den ich selber fahre, würde ich manchmal doch fast dazu neigen, hier den Dämpfer zuzumachen, die Plattform einzuschalten, wenn es berghoch geht, oder aber die Dämpfung etwas straffer einzustellen, als ich das für die Abfahrt machen würde. Es ist, denke ich mal, aber auch sicher ein Stück weit Gewöhnungssache. Und das werden wir sehen, wenn ich jetzt die nächsten Berge auch wieder hochgefahren bin, ob ich noch immer der Meinung bin. Aber ansonsten klettert es auch steile Passagen sehr gut. Bei der Länge kriegt man auch noch genügend Druck aufs Vorderrad. Das Hinterrad ist sowieso mit den dicken Schlappen und 29 Zoll Laufrädern von der Traktion her jenseits von Gut und Böse. Also da komme ich mit meinem 27,5er stellenweise viel früher an die Grenzen und das trotz aggressiverer Bereifung. Nach den bisherigen Touren kann man sagen, dass das GFC eigentlich ideal ist für ausgedehnte Tagestouren. Die haben es so schön sagen, for the epic rides. Das macht wirklich Spaß. Kann alles mitfahren. Kannst du not auch mal im Bikepark gehen. Hat das Rad auch schon hinter sich. Hat er auch schon seinen ersten Sturz hinter sich. Waren zum Glück froh, dass wir ein Ersatzausfallende dabei hatten. Ansonsten fährt sich das Ding wirklich wunderschön. Berg runter richtig ruhig. Wobei man die kleinen Vibrationen schon durchaus auch in den Pedalen spürt. So. Wir haben mittlerweile auch eine kleine Änderung vorgenommen. Es sind jetzt keine Clipless-Pedale mehr dran, sondern Flats, Plattformpedale. Einfach weil sich die Crank Brother Pedale überhaupt nicht bewährt haben. Ein bisschen eine Enttäuschung. Wir haben sehr früh angefangen mit Quietschen. Dann haben wir sie gefettet. Und dann war das Auslöseverhalten so schwammig, dass man eigentlich nie genau wusste, hat er jetzt ausgeklickt, hat man nicht ausgeklickt. Die Platten sind schnell verschlissen. Es gibt Leute, die sind damit glücklich. Bei uns hat es nicht gepasst, von daher sind die jetzt rausgeflogen. Und jetzt geht es erstmal mit Plattformpedalen weiter. Kleine Abfahrt, wenig Gefälle, aber viel Kleinzeugs drin, dass man aufpassen muss. Und hier merkt man sofort die großen Laufräder. So kleinere Sachen, das spürt man fast gar nicht. Da scheint das Rad dann wie auf Schienen drüber zu laufen. Jetzt kommen gleich ein paar schnellere Kurven. Wollen wir mal gucken. Also hier muss ich noch rausfinden, wie ich am besten das Gewicht verlagere. Ich habe noch zu wenig Druck auf dem Vorderrad. Das heißt, man muss hier erstmal dran rantasten, sich zu trauen, mit dem Gewicht weit nach vorne zu gehen, weil trotz der schweren Laufräder das Vorderrad, die Lenkung doch ziemlich agil ist, schnell reagiert. Auf der anderen Seite dann aber auch Fahrfehler nicht so schnell ausbügelt. Deshalb Gewicht vorne lassen, damit es nicht wegrutscht. So, hier kommt nochmal eine große Matschpfütze. Ja, dann schon nicht nass. Klasse. Ja doch, läuft gut berg runter. Gucken wir mal, wie es dort jetzt läuft. Na, schön Geschwindigkeit verloren, aber das war ein Fahrfehler.
So, die Brücke habe ich schon als... Oh, die ist nass. Da darf man nicht bremsen heute. Das ist wie Schmierseife hier genauso. Einmal Gas gegeben und man liegt auf der Schnauze. Letzte Woche mit meinem eigenen Rad war das überhaupt kein Problem, war es knochentrocken. Da kann man wirklich fast auf die Brücke rausschanzen. Aber dafür, dass es nass ist, geht es hier doch erstaunlich gut berghoch. Da steigt schon sonst noch mal der eine oder andere auch ab und schiebt. Und auch hier verliere ich ein klein bisschen Traktion. Das ist aber auch nicht weiter verwunderlich. Ja, ich merke jetzt, dass ich die Plattformpedale doch noch nicht gewohnt bin. Beim Springen nicht den Boden unter den Pedalen zu verlieren, ist doch eine ziemliche Umstellung. Deshalb fahre ich jetzt dann noch etwas verhaltener. Und man merkt, dass die Gabel doch einen Zentimeter weniger Federweg hat als meine Enduro-Maschine, aber schlägt sich trotzdem sehr gut. Man muss erstmal so das Gleichgewicht finden zwischen vorne und hinten, die Balance, um genügend Druck auf dem Vorderrad zu haben, aber auch den Mut zu haben, weit genug nach vorne zu gehen. Da bin ich noch nicht so richtig angekommen. Eventuell muss der Sattel doch ein bisschen nach vorne. Auch berghoch merkt man das in engen, losen Kurven, dass das Vorderrad ein bisschen wandert, dass man dann noch beherzter die Arme anwinkeln muss, um den Druck nach vorne zu bringen. Aber ich denke, das ist alles eine Gewöhnungssache und dann geht das wirklich sehr gut. So, jetzt kommt das größte Matschloch, das selbst den trockensten Sommer nicht austrocknet. Also nicht von der Größe her, sondern einfach von der Hartnäckigkeit her. Und hier ist der Boden jetzt noch ganz schön glatt, wenn es ein bisschen feucht ist. Jetzt doch ein bisschen genauer hingucken, wo man Traktion findet. Oh, ich habe die Kette verloren. Hab doch gedacht, Freunde, das klappert so. Also das erste Mal, dass an dem Fahrrad die Kette runtergegangen ist, hatte ich bei meinem anderen Rad bisher in den 2,5 Jahren zweimal. Was soll das hier bedeuten? Wird es häufiger passieren? Ich kann es nicht beantworten. Das ist das erste Mal. Werden wir im Auge behalten. Übrigens ein kleiner Rückblick auf die Pedale. Bei der Nässe heute und nassen Schuhen merkt man dann doch, dass im Mittelteil ein bisschen der Grip fehlt. Vorne und hinten ist der Grip okay, aber genau da, wo der Ballen liegt, wo man eigentlich den größten Druck auch aufbaut, da spürt man dann doch, wie der Schuh ein bisschen rutscht und anfängt zu quietschen. Das ist nicht sonderlich vertrauenserweckend. Wenn man schnelle Kurven und Richtungswechsel machen will, muss man auch schon etwas behender reingreifen. Könnten an den Laufrädern liegen, dass die nicht gerade die leichtesten sind. Was ich auch gemerkt habe, ist bei niedrigen Geschwindigkeiten, kann man schon machen, wenn man da stark einlenkt, merkt man doch ganz ordentlich, wie die Laufräder flexen. 29er haben nun mal einfach lange Speichen, die dann dadurch weicher sind. Ich habe die Speichenspannung auch schon mal ein bisschen erhöht. Ist ein bisschen besser geworden, aber ist trotzdem nicht so präzise. Neigt ein bisschen zum Untersteuern halt, wie ich das gewohnt bin. Verzeiht dadurch vielleicht auch manchen Fahrfehler, weil es sich den Weg dann selber sucht. Das ist aber ziemlich Geschmackssache. Wenn ich das Geld hätte, würde ich hier wahrscheinlich dann doch lieber gleich in die Carbonfelgen investieren.
Ja, also insgesamt gibt es eigentlich gar keinen Grund, mit dem Fahrrad unzufrieden zu sein. Es gibt sicherlich die eine oder andere Kleinigkeit, die man besser machen könnte. Zumal, wenn man das Rad auch selber frei konfigurieren könnte. Aber das ist Klagen auf hohem Niveau. Macht wirklich viel Spaß, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist und man eigentlich alles mitmachen kann. Man kommt steile Rampen mit hoch, vorausgesetzt man hat ein klein genuges Kettenblatt. Traktion ist gut, Federung spricht sensibel an, ist trotzdem extrem steif, straff wollte ich sagen, Entschuldigung, dass er eigentlich nie durchschlägt, egal wie hart man hinten landet. Das Wippen ist wirklich auf sehr moderatem Niveau. Ich habe jetzt die Dämpfung ein bisschen straffer gestellt, sodass es eigentlich jetzt schon gar nicht mehr auffällt und trotzdem noch bergunter schnell genug reagiert, dass man kein Verhärten spürt, trotzdem die Traktion gut bleibt. So, das erste Mal, dass man hier frei durchfahren kann. Haben wir erst letzte Woche mit der Machete freigeräumt. Mal gucken, ob das noch tatsächlich am Stück fahrbar ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Es klimpert ganz ordentlich. Den habe ich absichtlich drin gelassen, also das kleine Hindernis. Ich könnte jetzt auch sagen, ich war zu faul, den auszuräumen. Sucht euch aus, welche Ausrede euch besser gefällt. Also man braucht doch in den engen Kurven ein bisschen mehr Körpereinsatz, um die schnellen Haken herumzukommen. Und hier wird jetzt gleich der Lenker vermutlich zu breit werden. Bin ich mit meinem Rad schon nicht durchgekommen, bin im Maschendrahtzaun hängen geblieben. Das macht keinen Spaß, weil wenn man dann umkippt, ja, brauche nicht mehr dazu zu sagen. Ach ja, genau, die Bremsen können ein bisschen beherzter sein. Also ich muss doch einiges mehr in die Griffe greifen, als ich das von den 2014er Shimano XC Bremsen gewohnt bin. Und ja, vielleicht kann man hier den Druckpunkt noch ein bisschen ändern, das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber die Fahrerin hatte sich bisher noch nie beklagt. So, jetzt geht's wieder heim.